Auf mehrfachen Zuschauerwunsch gibt es heute die wohl leckersten Lahmacun, die man zu Hause machen kann. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Ich habe mir für euch wieder richtig viel Mühe gegeben und meine Lieblingsbäckerin hier in Amsterdam so lange bequatscht, bis sie mir endlich das Geheimnis für ihre unwiderstehlich leckeren Lahmacun verraten hat. Für den Lahmacun-Teig brauchen wir Mehl, ein bisschen Zucker, etwas Salz, lauwarmes Wasser und einen Esslöffel Olivenöl. Wer möchte, kann die Zutaten einfach mit den Händen oder der Küchenmaschine kneten. Ich mache das hier einfach mit meinem Handmixer. Den Teig lasse ich jetzt erst einmal abgedeckt bei Zimmertemperatur ruhen und bereite währenddessen den Belag zu. Für den Belag schneide ich die Zwiebel erst in grobe Stücke und dann hacke ich sie in meinen Multi-Zerkleinerer. Wer möchte, kann die Zwiebeln natürlich auch mit einem Messer ganz fein würfeln oder mit einer Küchenreibe reiben. Wichtig ist nur, dass ihr anschließend die Zwiebeln gründlich abspült und auch vollständig abtropfen lasst, damit der Zwiebelgeschmack nicht zu dominant wird. Im nächsten Schritt zerkleinere ich noch die Tomaten und die Paprika und lasse auch diese im Sieb abtropfen. Nachdem das soweit vorbereitet ist, kommen wir auch schon zu der wichtigsten Zutat und das ist auch schon das Geheimnis meiner Lieblingsbäckerin. Und zwar nimmt sie für Lahmacun einen Lammhack aus dem Brustfleisch und mischt es zusätzlich noch mit Lammfett, vorzugsweise Schwanzfett. Leider hatte unser Fleischer weder Lammfett noch Schwanzfett mehr da, deshalb habe ich nur Lammhack genommen und mir noch etwas überlegt, da sage ich aber gleich noch was zu. Mich würde ja mal interessieren, ob ihr an eurem Wohnort Lammfett oder Schwanzfett finden könnt und ob ihr es überhaupt verwenden würdet. Schreibt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare. Jetzt kommt noch die Petersilie, die solltet ihr aber unbedingt von Hand mit einem Messer hacken, weil sonst zu viel Saft austritt. Die Knoblauchzehe könnt ihr entweder fein hacken oder wie hier durch die Knoblauchpresse drücken. Jetzt gebe ich noch 2 Esslöffel Tomatenmark und einen Esslöffel Paprikamark hinzu. Und da ich leider kein zusätzliches Lammfett bekommen habe, habe ich mir überlegt, etwas Öl in den Belag zu geben. Durch das Öl wird der Belag zwar nicht ganz so lecker wie mit dem Lammfett, aber es trägt dazu bei, dass der Belag nicht austrocknet und schön saftig bleibt. Gewürzt wird die Hackfleischmischung bei mir mit Salz und Pfeffer, etwas Baharat und da bei uns außer mir leider niemand scharf ist, mit Paprikapulver. Den Belag stelle ich jetzt kurz in den Kühlschrank und bereite dann den Teig zu. Den Teig teile ich hier in etwa 10 gleich große Stücke, forme diese zu Kugeln und lasse die Kugeln abgedeckt so 15 bis 20 Minuten entspannen. Die Profis in der Bäckerei breiten den Teig nun ganz geschickt mit den Händen aus, aber da mir das leider nie so gut gelingt, rolle ich ihn einfach mit einem Nudelholz. Und um das belegte Lahmacun einfacher anheben zu können, mache ich das gleich auf ein Stück Backpapier.
Auf den Teig kommt jetzt eine dünne Schicht von dem Belag und dann sollte das Lahmacun zügig gebacken werden, damit der Teig nicht durchweicht. Das erste Lahmacun backe ich in der Pfanne, die habe ich schon bei mittlerer Hitze vorgeheizt. Beim Backen in der Pfanne wird der Boden zwar besonders schön knusprig, aber der Belag bekommt halt keine Hitze von oben. Das Backpapier könnt ihr übrigens mehrfach benutzen. Den nächsten Lahmacun backe ich im Backofen. Dafür stelle ich mir den auf die höchste Temperatur bei Ober- und Unterhitze ein. Das ist bei mir 300 Grad. Je nach Backofen eingestellter Backtemperatur dauert die Backzeit etwa 5 bis 7 Minuten. Direkt nach dem Backen sind die Lahmacun zwar noch sehr knusprig, aber wenn man sie übereinander stapelt, werden sie schon sehr weit weich und lassen sich ganz einfach aufrollen. Am besten schmeckt Lahmacun noch warm. Ich mache mir hier den ersten ganz einfach mit Zwiebeln mit Sumak, etwas Petersilie und ein paar Tropfen Zitronensaft. Zum Abendessen gibt es dann noch klein geschnittenes Gemüse wie Eisbergsalat, Tomate, Gurke und Paprika und auch Rotkohl und dann rollt sich jeder sein Lahmacun so, wie er es am liebsten mag. Dazu gibt es bei uns ganz klassisch einen Ayran und wie ich den zubereite, das seht ihr in dem gleich eingeblendeten Video. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Nachbacken und freue mich schon sehr auf eure Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!